Okay, wir werden uns heute hiermit beschäftigen. Ich mache mal kurz hier vorne das Licht aus, was aber keine Einladung sein sollte, die Augen zu schließen, sondern gerade zu öffnen. Kann jeder den Satz hier unten lesen? Wer liest einmal eben unten vor? Kein Problem. Wir sägen ihn um. Wir sägen ihn um. Wie gehen wir nochmal vor bei der Karikatur? Ganz schnell, die verschiedenen Schritte. Wie waren die nochmal? Also erstmal nur beschreiben, was man sieht und dann deuten. Beschreiben, dann deuten. Gut. Die Beschreibung geht dann. Ja, man sieht halt erstmal die Erde von normal, so wie wir die sehen, und von unten. Also so von der Seite aufgeschnitten. Dann stehen da 2 Leute vor einem Baum, auf dem NPD steht. Und wollen den einfach absägen. Darunter sieht man dann noch so, das sieht so ein bisschen so aus wie ein Maulwurfsbau mit einem Hakenkreuz. Und soll ich noch direkt weitermachen, oder? Erstmal die Beschreibung noch. Fällt dir noch mehr auf? Ach so, ja, dass die den halt absägen wollen. Und dass da ein Bauarbeiter mit der Motorsäge steht. Und ich würde sagen, ein etwas feinerer Herr mit einem BVG-Umschlag. Mhm. Gut, vielen Dank. Wer möchte noch ergänzen? Das war schon eine sehr gute Beschreibung. Ja, an dem Baum sind noch sehr viele Augen. Mhm. Habt ihr noch eine Ergänzung? Ja, die Säge sieht so ein bisschen aus wie so ein Paragraph. Die Säge sieht aus wie ein Paragraph. Stark. Gut. Ich würde eher sagen, die Augen. Man meint, sie erinnern ein bisschen an das Gesicht von Adolf Hitler. Warum? Wegen dem kleinen Bärtchen und dem Seitenscheitel. Richtig. Ja? Ich denke mal, dass BVG für Bundesverfassungsgericht steht. Wow. Ich merke, was ihr in der Gruppe alles hervorruft. Bundesverfassungsgericht. Okay. Wer möchte mal zur Deutung übergehen? Heute auch wieder mein Ziel, dass ich von allen wenigstens mal die Stimme wieder gehört habe. Jan? Also ich würde sagen, die versuchen jetzt zwar diesen Baum abzusägen, aber der Maulwurfbau, also der in Form von einem Hakenkreuz, der jetzt dargestellt ist, den können die da jetzt nicht irgendwie gleichzeitig mit kaputt machen. Ich würde sagen, die zerstören sozusagen den Hauptteil von der NPD mit den ganzen Augen oben drumherum, aber den Untergrund, den können die halt nicht gleichzeitig noch zerstören. Und deswegen denke ich mal, dass da noch was von übrig bleibt, wenn sie dann den Baum absägen. Also ich glaube, der Maulwurfsbau sind übrigens Wurzeln, womit der Baum sozusagen befestigt wird, würde ich jetzt mal sagen. Maulwurfbau ist auch eine interessante These, ne, die du da aufgestellt hast. Aber der Baum hält sich ja nicht durch die Löcher im Boden, sondern er muss irgendwie verankert sein, ja? Dankeschön. Ja, ganz wichtig. Haben's alle mitbekommen? Linus, du wolltest etwas sagen. Ja, also ich denke mal, dass diese Hakenkreuzwurzel am Boden soll so ein bisschen darstellen, dass wenn man jetzt so den Hauptteil vom Nationalsozialismus so, wie soll man sagen, ja, so vernichtet, sag ich mal, dann gibt es ja wieder neue Ausläufer und das kann man dann nicht komplett wegbekommen. Mhm. Gut, okay. Als letztes, ja. Ja, ich glaube, das soll eher auch so ein bisschen symbolisieren, dass wenn man eben den öffentlich-politischen Teil absägt, dass man dann nicht etwa das Gewächs vernichtet, könnte man sagen, sondern dass es unter der Erde weiter existiert und man es dann nicht mal mehr kontrollieren kann. Und das ist in dem Sinne dann eigentlich das Verkehrteste. Vielen Dank. Unser Thema heute ist, soll ein Verbot der NPD weiter versucht werden? Und das geht genau in die Richtung, was ihr gerade gesagt habt, aber was besonders von dir am Ende nochmal kam, von Aaron, ne? Dass dieses soll, wenn eine Partei verboten wird, hat das Vor- oder Nachteile. Das werden wir heute gemeinsam überlegen. Dafür, wie gehen wir vor, bekommt ihr nochmal kleine Heftchen, so wie ihr sie letztes Mal bekommen habt.